Kommen wir zum nächsten. Demon Slayer. Okay, sagt mir leider gar nicht. Ich weiß. Ich war mir bewusst, dass die meisten Animes, die ich hier auflisten werde, du entweder nur beim Namen kennst oder überhaupt gar nicht gesehen hast. Ja, also ich kenne Namen und tatsächlich diese Ohrringe, die sagen mir was, aber mehr auch nicht. How cool is the character and the looks? Okay. Das bedeutet auch hier wieder so den ersten Eindruck Ja. von dem Charakter. Ich erzähle dir gerne mehr über die Charaktere. Ich habe aber auch extra Bilder rausgesucht, die es so ein bisschen so aus der Bahn werfen. Kommen wir zu Zenitsu. Der ist die größte Heulsuse, die es in der Geschichte von Anime-Stories gibt. Echt? Meiner Meinung nach. Das bedeutet, an sich, er sieht hier richtig cool aus und deswegen habe ich das Bild auch gewählt. Ja. Der ist eigentlich sehr menschlich. Der hat sehr viel Angst vor Dämonen, weil es ist eine Welt von Dämonen, wie du sehen kannst. Einmal gibt es die Demon und die Demon Slayer. Zenitsu ist halt einer der menschlichsten Charaktere, weil er zeigt Angst und er zeigt halt auch nicht so viel Selbstvertrauen, Ja. weil honestly würdest du vor einem Ich kann Dämon sagen, stehen. I would not. Exactly. Jedoch ist das Coole bei ihm, er verfällt irgendwann in so eine Trance. Das bedeutet, der schläft legit ein. Aber dann ist er wie 180 Grad ausgewechselt. Der spricht immer, also in der deutschen Synchronisation zumindest, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber sobald er in seine Trance fällt, ist es so. Donneratmung. Erste Form. Blitzender Donnerschlag. Aber das ist halt der Charakter. Kommen wir zu Musan. Wie man schon, glaube ich, an der Appearance sehen kann, gibt er so die Villain-Vibes. Ja. Ist er auch. Der ist quasi der höchste Dämon von allen, die es bis jetzt gibt. Wie gesagt, Season 1 Information. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr dazu kommt. Auf jeden Fall ist er quasi der Ursprung von den anderen Dämonen. Wenn er sein Blut weitergibt, dann kommen neue Dämonen. Lecker. Aber wie du hier sehen kannst, der kann sich verschiedene Wandelbar, Formen ja. geben. Und der sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson. Ein bisschen, ja. He's like boss. He's like the boss again. Und kommen wir zu Tanjiro, den Hauptcharakter aus der Ach, ganzen echt? Serie. Ja. Er ist eine pure Seele. Er ist richtig für die Rechenschaft und alles. Ehrgeizig. Aber das Traurige bei ihm ist, seine ganze Familie wurde umgebracht. Und seine Schwester wurde zu einem Dämon, weil nein. sie Blut bekommen hat Ja. von einer seiner Leute. Und wie du hier jetzt zum Beispiel sehen kannst, alle drei sind sehr unique und Ja. haben verschiedene Richtungen, die sie cool machen. Ja. Und ich wiederhole gerne nochmal, mir gefallen alle drei. Aber wer von ihnen gefällt mir am meisten? Also ich würde Tanjiro einmal rausnehmen, weil seine Schwester macht ihn cooler, als er ist, finde ich persönlich. Also du könntest ihn auch cool finden, weil er so eine reine Seele ist. Aber das wäre für mich ganz neu, weil irgendwie ist das auch langweilig. So ein bisschen Mauerblümchen-Vibes gibt es So dieser typische Hauptcharakter oder Held-mäßige. Ich bin rein und ich werde alle retten. Yes, genau. Mhm. Deswegen tendiere ich zwischen den beiden. Also ich weiß halt, dass du Will jetzt immer ganz cool findest. Aber so wie du den Zenitsu beschrieben hast, würde ich eher dazu tendieren, dass er ist. Aber wenn es Musan wäre, dann würde es mich auch nicht wundern. Und wenn es jetzt aber Tanjiro wäre, dann wäre ich jetzt richtig raus. Das ist deine Antwort. Yes. Zenitsu. Ja. It is Musan. okay. It is Musan. Aber Zenitsu ist auf der zweiten Stelle bei mir. Okay. Deswegen bekommst du einen Punkt. Okay, Tanjiro hätte mich jetzt wirklich gewundert. I would be like, hä? Genau dieses typische Held macht es für mich so ein bisschen so, ach, der ist so basic. Natürlich, wie gesagt, ist er richtig cool. Auch die ganze Story mit seiner Schwester macht die ganze Story auch von Demon Slayer aus. Aber allein dieser Musan, guck mal, wie cool der bitte aussieht. Der so, Scheiße. Ja, du sagst es eigentlich schon. Ja, es wäre Musan. alleine so der Blick und wie der angezogen ist.